Ich heiße Mariko Kaufmann aus Japan. Heute zeige ich euch, wie kann man Tofu machen zu Hause, einfach Schritt für Schritt. Am Anfang ich werde erklären über Zutaten. Sojabohnen, die haben schon eingeweicht von gestern und heißes Wasser. So, mit diesem machen wir mit dem Mixer wie Sojapüre. Danach ziehen diesen im Stoff, auspressen, dann Sojamilch bekommen und dann kochen und dann Nigari geben. Nigari ist ein Gerinnungsmittel. So, jetzt machen wir Nigari Wasser für die Koagulant. Ich habe geschrieben in meinem Rezept 4,5 Nigari Flocken und 45 Gramm Wasser und eine Prise Meersalz. Und dann gut mischen. Und wenn du harte Tofu machen möchtest, vielleicht mehr Nigari ist besser, aber für mich, ich möchte machen nicht so hart. So, das ist mein Rezept. Das ist Sojabohnen. Wir machen vielleicht 4-mal gleiche Arbeit. So eine Tasse Sojabohnen und gleiche Menge Wasser oder ein bisschen mehr Wasser ist besser zu gut mischen. Start. So, zuerst mit schwacher Kraft und dann ja, schau mal, circa 30 Sekunden und dann ja, look, das ist noch nicht genug. Es hat viele gelbe Sojabohnen, kleine Sojabohnen, das ist nicht genug. So, noch mehr Zeit. Ich hier ein bisschen. Ja. So. Jetzt. Wie ist das? Ja, schon besser. Fein, aber immer noch ein bisschen powderig, so mehrig. So, jetzt auf dem Baumwollstoff geben und dann auspressen. So, das ist Sojamilch. Du kannst viele Püre in diesen Stoff geben, aber dann es wird ein bisschen schwierig zu auspressen. So, bitte finden Sie eine gute Menge. Das heißt Okara auf Japanisch. Es hat viele Ballaststoffe. Ist sehr gesund. Eigentlich in Japan, viele Leute möchten nur das kaufen im Laden. Du kannst süßig backen, wie einen Kuchen oder du kannst kochen. Später ich werde das darüber erzählen. So, jetzt es hat Sojamilch. So, wir machen weiter, bis alle Sojabohnen ist leer. So, lass uns sehen, wie viele Sojamilch ich nehmen konnte. 1 Liter Sojamilch. Okay.
Next step. Kochen wir die Sojamilch. Zuerst zum 100 Grad. Zu Bakterien abtöten und auch gefährliche Stoffe wegnehmen. Das macht Schwierigkeiten zum Verdauen. Wichtige Sache, du musst immer Boden füllen mit dieser Spatula, damit es nicht anbrennt. Und die zweite wichtige Sache ist, wenn es kommt 100 Grad, Sojamilch macht Schaum. So darum, du musst genug groß Topf nehmen. So, nächster Prozess ist Kochen mit weniger Hitze. So, das Ziel ist jetzt einfach gute Aroma zu machen. 7, 8 Minuten. Ja. So, jetzt haben wir Experiment. Ja, es ist schon süß oder guter Geschmack, aber wie kann man sagen, das itchy, bitter und Gefühle ist immer hier. Du musst selbst checken, zum Beispiel mit das Geschmack von Sojamilch oder Gewicht von Sojamilch. Tofu ist immer anderes. Ja. Ich bewege diese Spatula immer, aber nicht zu viel bitte. Ja, sonst vielleicht die Textur wird rough. Ich mag diesen Prozess. Das macht Geschmack. Ja. Und wie Meditation. Okay, so. Ich denke, das ist jetzt gut. Ja. Tschüss. So, der Kochen ist fertig. Dann ich bringe das Nigari. Ziel ist 80 Grad. Und wenn es zu heiß ist, das Tofu würde ein bisschen raff. Okay, jetzt geben wir Gerinnerungsmittel Nigari Water. Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 und dann schnell geben und dann andere Richtung Bibel machen und Stopp. Ja, schon das Gerinnerung startet. Ja, ich mag das nicht, diese Schaum, weil es macht nicht feine Textur. So. Und dann Decke. Warte. Dann in traditioneller japanischer Methode normalerweise einfach warten. Und dann es wird wie eine Pudding. Timeset 8 Minuten. Dann während wir warten auf Gerinnerungsprozess machen wir bereit für Form. Das ist die Form, das du im Box bekommen hast und du hast auch einen Stoff, das du benutzt für
Ausblässe. Ja. So, machen wir so, setzen. Ja, das ist der kleine Tipp. Ich benutze Chopstick zu machen schöne Ecke. Okay. Dann bitte. So, jetzt das ist die Resultat. Ja, ja, look, pop. Das ist wie ein Pudding. Der Gerinnerung hat funktioniert. Von jetzt wir nehmen ein Stück so und dann sammeln in Form. So, so alles. Ich nehme alles. Dann vor den Stoff. Hinweis: Bitte machen die Oberfläche flache, nicht so laff. Sonst es macht blind auf Tofu. So, so, so und so, so. Und dann Presse. Mein Rezept empfiehlt, dass du nimmst doppelt schwer Gewicht wie Resultat von Tofu. Also diesmal von 250 Gramm Sojabohnen, wir machen ca. 500 Gramm Tofu. Dann du brauchst 1 Kilogramm etwas. Wir lassen so ca. 7 oder 8 Minuten. Wenn du mehr hart Tofu möchtest, du kannst lange so lassen oder du kannst schwere Sachen benutzen zu auspressen. Ja, das ist Hinweis 1 über Struktur. Und ich habe vergessen zu sagen, wenn du weicher, feiner Tofu machen möchtest, du nimmst großes Stück. Großes Stück macht weichere Struktur. Wenn du harte Tofu machen möchtest, du machst kleine Teile über diese Flüssigkeit. Das ist wie Molke von Käseherstellung. So, du kannst das trinken. Es hat viele Aminoacids. Ich benutze das manchmal für Miso-Suppe und vorbereite ich hartes Wasser für den nächsten Schritt. Jetzt 8 Minuten, so lass uns schauen, wie ist es. So. Wir bringen den Tofu ins Wasser, kaltes Wasser. Warum mache ich das? Es hat immer noch bitteren Geschmack im Tofu aus Nigari. So im Wasser, diese Bitternis, es geht ins Wasser. Circa 8 Minuten wieder mal warten. Während wir warten, erzähle ich euch, wie kann man Okara benutzen. Die Okara, das du genommen hast beim Auspressen, das ist immer noch roh und du kannst nicht das essen. Es hat ja gefährliche Sachen für Verdauen. So, du musst hitzen bis 100 Grad. Circa 3 Minuten mindestens. Es hat verschiedene Wege, zum Beispiel kochen, so,
bis das wird ein bisschen wie Mehl. Oder mit Steamer. Ja, ich mache immer mindestens 20 Minuten und dann Seite wechseln und noch 20 Minuten oder so. Und damit Japaner macht zum Beispiel Kuchen, Okara-Kuchen oder Okara-Donut, Okara-Cookie, Okara-Muffin. Ja, du kannst einfach benutzen wie Mehl. So, wenn du hast Kuchenrezept, nimm Halbmenge für Okara. Dann du kannst mit dem gleichen Rezept eine gute Kuchen mit Ballaststoff machen. So, das ist Okara. So, jetzt 8 Minuten passt. Ja, so, es geht sehr gut. So, ich denke, ja, ich möchte meine Tofu essen. So, look, sehr gut, sehr fein. Und weich. Ja, das ist gut Tofu. Wichtige Punkte sind, waschen die Sojabohnen vor dem Einweichen. Second, einweichen gut, nicht zu viel. Und dritte, als du kochen Sojamilch, bitte immer mit der Spatula Boden vom Topf füllen. Das ist wirklich wichtig. Und wenn es kommt 100 Grad, der Schaum ist wirklich gefährlich. So, wenn Schaum kommt, nimmt den Topf zu anderen Platz. Und dann aufpassen die Temperatur von Sojamilch. Ja, ca. 80 Grad ist gut. Und wenn du Nigari gibst, nicht geben nur einen Punkt alles. Du musst denken gleichmäßig. Ich denke, das ist alles. A gute miteinander. Dankeschön.